Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es wieder mal um Bayesche Netze und ihr seht, ich habe schon mal wieder ein bisschen was vorbereitet. Wir haben noch einiges vor uns, aber ja, das liegt daran, dass ich die letzten paar Videos oder die aktuellen neuen paar Videos für euch nochmal neu aufnehmen musste, weil mein liebes Aufnahmeprogramm mal wieder gemeint hat, keinen Ton aufnehmen zu müssen. Sehr geil. Naja gut, fangen wir trotzdem an. Bedingte Unabhängigkeiten ist das heutige Thema. Bedingte Unabhängigkeiten hört sich erstmal so ein bisschen bescheuert an, aber eigentlich macht es durchaus Sinn. Wir haben hier ein kleines Beispiel am Anfang direkt mal vorweg. Und zwar, in den USA ist doch so, die Leute, die aufs College kommen, haben entweder viel Kohle und sie sind intelligent, oder sie haben ein Stipendium. Ein Stipendium bekommt man meistens im Sportbereich. Das heißt, Leute, die aufs College gehen und sportlich sind, von denen nehmen wir an, dass sie normalerweise nicht so intelligent sind. Ob das so ist oder nicht, das sei dahingestellt. Es muss nicht sein. Aber es kommt uns zumindest so vor. Und das sind bedingte Unabhängigkeiten. Man meint, dass es so ist. Und man meint auch, dass diese Variablen irgendwie von anderen Variablen irgendwas nehmen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier einfach mal die Sportlichkeit und schauen uns an, also Z jetzt mal einfach als Beispiel einfach an als Sportlichkeit hier genommen. Und dieses X und Y sind dann zum Beispiel die Intelligenz und dass jemand aufs College geht. Okay, zunächst einmal bedingte Unabhängigkeiten P von X, Y, das heißt die Wahrscheinlichkeit, dass X und Y gilt, ist dann einfach die Wahrscheinlichkeit, dass X gilt, mal die Wahrscheinlichkeit, dass Y gilt. Das heißt zum Beispiel 50% der Fälle gilt X und 50% der Fälle gilt Y. Das heißt, wir haben hier 50 mal 50 und somit 25%. Das bedeutet aber auch, dass sie komplett nicht voneinander abhängig sind, denn ansonsten wäre ja noch irgendwie was anderes reingerechnet worden. Okay, jetzt tatsächlich für dieses Beispiel hier, wir haben 3 Fälle, wir wollen den ersten Fall in diesem Video machen, die anderen beiden nächstes Video. Wenn wir uns das angucken, P von x, y, z, dann haben wir als P von x, y, z ja folgendes. Wenn wir das jetzt mal als Übung für Bayesnetze sehen, P von z ist einfach abhängig von nichts anderem, weil z keine Eltern hat. Das heißt, P von z mal P von x gegeben, was habe ich jetzt gemacht? Cool. Okay, P von x gegeben z mal P von y gegeben z. So, gut, wenn wir jetzt das hier uns mal angucken, das ist auf jeden Fall die Formel für dieses Netz hier. Und jetzt wollen wir rausfinden, was passiert, was ändert sich, wenn ich die Variable z beobachten kann. Also zum Beispiel, ich kann messen, wie sportlich jemand ist. Zum Beispiel, ich darf Sporttests durchführen oder sowas. Und was passiert, wenn ich diese Variable nicht beobachten kann? Sprich, ich habe einfach nur die Bewerbung in der Hand und sehe gar nichts. Was passiert dann mit meiner Variable Intelligenz und College? Hängen die irgendwie dann miteinander zusammen oder hängen die beiden nicht miteinander zusammen? Gut, Fall 1 ist ja hier, wir können Z nicht beobachten, das war Fall 2, was ich gerade gesagt habe. Wir können Z nicht beobachten im ersten Fall. Das heißt, X und Y, sind die jetzt abhängig voneinander oder nicht? Wenn wir uns Z, also die Sportlichkeit, wenn wir die nicht messen können, wie hängen dann Intelligenz und College zusammen? Naja gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben P von XY, wollen wir ja ausrechnen. Wenn wir Z nicht angucken können, dann haben wir hier einfach gar nichts. Wenn wir Z angucken können, haben wir hier halt noch gegeben Z. Aber das können wir jetzt gerade nicht. Nehmen wir einfach mal an. Okay, P von XY, naja, was ist das? Das ist hier P von XYZ, also das da drüben, aber über alle Z drüber summiert. Das heißt, die Summe, ich schreibe das jetzt mal so hin, nicht als Summenzeichen, das geht leider in dem Programm nicht und ich brauche die Zeichnung neben dran. Die Summe über alle möglichen Z, also das hier, wobei Summe über alle Z ist am Ende wieder 1, aber nur bei Z dann, okay. Gut, mal über P von XYZ. Super. Naja, wenn wir jetzt nur das hier hätten, das wäre dann vielleicht 1. Aber die hier hinten, die machen alles kaputt. Das wird im Allgemeinen nicht zu diesem P von X mal P von Y, wie wir es gerne hätten. Das heißt, X und Y sind in diesem Fall nicht bedingt unabhängig. Das heißt, sie sind irgendwie abhängig voneinander. Das bedeutet, wenn ich nicht messen kann, wie sportlich jemand ist, dann kann ich Rückschlüsse drüber ziehen. Wenn er intelligent ist, geht er aufs College und wenn er nicht so intelligent ist, dann vielleicht nicht.
Aber nur, wenn ich die Sportlichkeit nicht messen kann. Jetzt schauen wir uns mal an, was passiert denn, wenn ich die Sportlichkeit messen kann. Also P von x, y gegeben z. So, dann müssen wir immer noch hier, ich mache das hier mal wieder weg. Dann haben wir hier P von x, y, z geteilt durch P von z. Weil wir ja z sehen können. Gut. Das hier kann man auch tatsächlich wieder ersetzen. Einfach das hier wieder ersetzen durch das hier. Weil die sind ja gleich. Und jetzt können wir hier die beiden rauskürzen. Also P von Z und P von Z hier rauskürzen. Dann steht hier P von X gegeben Z, P von Y gegeben Z. Und die beiden hängen jetzt nicht mehr miteinander zusammen. Das heißt, X und Y sind absolut unabhängig, oder was heißt absolut, sie sind bedingt unabhängig voneinander. Weil hier eben dieses gegeben z, das überträgt sich hier in die Formel einfach mit rein. Das ist quasi hier oben unsere Formel nur mit gegeben z jeweils noch. Okay, das bedeutet, wenn wir z beobachten können, dann sind unsere Variablen bedingt unabhängig. Das heißt, wenn jemand sportlich ist, dann gibt plötzlich die Intelligenz keinen Rückschluss mehr über die Tatsache, ob er aufs College geht oder nicht. Denn dann hat er ja auf jeden Fall ein Stipendium. Zum Beispiel, also ein Anwendungsfall. Okay, das heißt, x hat keine Auswirkung mehr auf y. Interessant. Sehr gut. Das war's eigentlich für das erste Video schon. Nächstes Mal schauen wir uns die beiden anderen Fälle an und danach geht's um dieses komische Dings hier. Okay, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.